Es wird aus einigen Kreisen behauptet, dass die Türkei mit den Militäroperationen in Syrien gegen das Völkerrecht verstoßen habe. Die Türkei würde versuchen, Gebiete in Syrien zu besetzen. Das werden wir in diesem Video prüfen. Was sind die Aussagen der türkischen Regierung zu diesem Thema? Fakt ist, die Türkei steht für die Integrität von Syrien. Das bedeutet, die Türkei möchte die Grenzen von Syrien so belassen, wie diese vor dem Beginn des Syrienkrieges im Jahr 2010 ausgesehen hatten. Aber warum greift denn die Türkei Gebiete in Syrien an? Im Gegensatz zu anderen Ländern wie den USA, Russland, Israel, Frankreich und Deutschland, welche sich alle auch in Syrien militärisch beteiligt haben, hatte die Türkei schon 1998, also lange vor dem Krieg in Syrien, mit der Nachbarregierung ein Abkommen unterzeichnet. Und worum geht es in diesem Adana-Abkommen? Das Adana-Abkommen erlaubt der Türkei, in den Grenzgebieten zu Syrien die Terrororganisation PKK zu bekämpfen. Denn auf der einen Seite sind Terroristen eine Bedrohung für Türken und Kurden an der Grenze zu Syrien. Zum anderen ist es eine Hilfeleistung für die syrische Regierung, die verhindern will, dass PKK-Kämpfer Gebiete in Syrien besetzen können. Denn das Ziel der PKK ist es, im Irak, der Türkei und in Syrien Land für einen eigenen Staat zu erobern. Seit dem Zweiten Golfkrieg zwischen Irak und den USA verschärfte sich die Lage noch, weil die USA seither die PKK mit Waffen beliefern. Deshalb darf die Türkei auch im Irak die PKK im Gebirge von Kandil militärisch bekämpfen. Die Türkei hat also die Erlaubnis, in Syrien und im Irak gegen die verbotenen Terrororganisationen vorzugehen. Somit ist die Aussage falsch, dass die Türkei völkerrechtswidrig Gebiete in Syrien besetzen möchte. Während die Türkei ihre eigenen Grenzen vor Terror schützt, hilft sie auch dem syrischen Volk, die Grenzen von Syrien zu bewahren. Denn die Türkei vertreibt die PKK-Besatzer wieder aus den besetzten Gebieten. Seit dem arabischen Frühling dringen militante PKK-Kämpfer unter dem Namen PYD, YPG oder SDF über die Grenze von Irak nach Syrien vor und besetzen Gebiete auf syrischem Boden. Die Integrität Syriens ist also nicht wegen der Türkei bedroht, sondern wegen den Ablegern der PKK-Terroristen. Deshalb fordert die Türkei die USA dazu auf, keine Waffen mehr an die PKK und ihre Ableger zu liefern. Die Türkei unterstützt in Syrien militärisch die Freie Syrische Armee. Das sind Soldaten, die bei den Protesten des arabischen Frühlings von der eigenen Armee ausgetreten sind und sich an die Seite des syrischen Volkes gestellt hatten und Neuwahlen in Syrien fordern. Zusammen mit der Türkei kämpft die FSA gegen die Besatzer aus dem Irak, welche das Land in autonome Gebiete geteilt haben.